Heute zeige ich euch, wie man PFA oder auch FEP-Folie richtig wechselt und einen Trick, mit dem die Folie länger durchhält. Hallo zusammen! Wie ihr seht, meine Folie hat die besten Tage schon hinter sich. Überall könnt ihr hier schon Abdrücke und Verformungen sehen. Es wird Zeit, dass ich sie wechsle, bevor sie bald irgendwie mal reißt oder so. Als Ersatz verwende ich eine PFA-Folie. Warum ich mich für PFA-Folie entschieden habe: im Vergleich zur üblichen FEP-Folie ist sie robuster, hält länger und ist chemisch beständiger. Das bedeutet einfach weniger Folienwechsel und sauberes Ablösen der Drucke. Also bevor wir richtig anfangen, kann ich euch nur empfehlen, ein bisschen Zebra oder irgendeinen Untersetzer drunter zu legen, weil auch wenn ihr die Wanne sauber gemacht habt, befindet sich in den Ritzen und dazwischen immer Resin. Und was ich hier nicht gemacht habe, zieht bitte eure Handschuhe an. Als erstes drehen wir die Wanne um und lösen alle Schrauben, die lösbar sind, von hinten. Wenn ihr alle Schrauben gelöst habt, dann bleibt so eine Art Rahmen übrig, wo die Folie drin verschraubt ist. Diesen Rahmen müsst ihr sicherlich nochmal sauber machen, weil überall noch Resin drauf ist. Das war bei mir auch der Fall, aber das zeige ich euch hier einfach nur nicht. Deshalb solltet ihr auch bitte die Handschuhe dafür verwenden. So, der nächste Step ist auch hier, alle Schrauben zu lösen. Das ist der aufwendigste Part, weil es nicht gerade wenig sind. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr den Rahmen aufmachen und könnt dann die Folie entsorgen. Ich würde euch empfehlen, den Rahmen dann einmal sauber zu machen, weil es einfach, also in meinem Fall war das so, einfach viel zu viel Resin dazwischen. Dann nehmen wir unsere neue Folie, die ist in den meisten Fällen von beiden Seiten beschichtet. Diese Beschichtung kann man dann einfach abziehen. Positionieren sie mittig auf den Rahmen. Was ihr zum Wechsel der Folie aber auch noch braucht, ist ein Skalpell. Und was ich euch empfehlen kann, ist so ein Deckel. Als erstes zieht ihr die Beschichtung der Folie ab und positioniert sie mittig. Und danach schnappt ihr euch den Deckel und tut ihn mittig unter der Folie. Warum ich den Deckel darunter mache, ist ganz einfach. Es ist vom Vorteil, wenn die Folie zum Schluss erst gestrafft ist und nicht gleich zu Anfang. Sonst könnte es passieren, dass die Folie überspannt wird und im schlimmsten Fall das Ganze einfach reißt. Nachdem ihr den zweiten Part des Rahmens drauf gemacht habt, schnappt ihr euch das Skalpell und macht ein Loch durch die vorgefertigten Löcher für die Verschraubung. Denn die Folie hat keine Löcher. Das müssen wir selber machen mit einem Skalpell. Also beim Verschrauben mache ich das immer so, dass ich immer von jeder Seite in der Mitte anfange. In diesem Fall ist das dann unten in der Mitte, danach mache ich oben in der Mitte, mache da die 2 Schrauben rein, dann an den Seiten und dann mache ich komplett den Rest. Wenn ihr alle Schrauben befestigt habt, dann müsst ihr nur noch jetzt die überschüssige Folie mit dem Skalpell entfernen. Wenn ihr dies gemacht habt, dann müsst ihr nur noch den Rahmen nehmen, einmal auf die Wanne wieder positionieren und dann das gleiche Spielchen wie ganz am Anfang, dass wir alles festschrauben nochmal. Und zwar so, bis die Folie wirklich straff da drüber ist. Und das war's auch schon. Ziemlich simpel, oder? Aber jetzt kommen wir nochmal zum kleinen Trick, wie ihr die Lebensdauer eurer Folie nochmal ein ganzes Stück verlängern könnt. Und zwar kennt das doch jeder, wenn die Druckplatte beim Drucken auf die Folie gelangt und dann wieder nach oben geht, dann hört sich das an, als ob man einen Klebestreifen abziehen würde. Sowas beansprucht die Folie natürlich auf Dauer immens. Um das zu minimieren oder beziehungsweise fast ganz zu verhindern, benutze ich diesen Regenabweiser. Wenn man damit die Folie einschmiert, dann ist ein leichter Film über der Folie und somit löst sich die Druckplatte besser von der Folie. Viele benutzen WD-40 dafür, soll genauso gut funktionieren.
kann ich aber leider nichts dazu sagen, weil ich es selber noch nie ausprobiert habe. Aber das wäre auch wahrscheinlich eine Möglichkeit. Wie ich es angewendet habe, habt ihr ja gesehen. Das Einzige, was ihr noch beachten müsst, ist, dass ihr es am besten 2, 3, vielleicht auch 4 Stunden einwirken lässt, bevor ihr die Wanne dann mit dem Resin auffüllt. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.